Und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest 11. Ich habe eben mal wieder eine kleine Zusammenfassung für euch gezeigt. Aber nur damit ihr wisst, was in den letzten paar Folgen so passiert ist. Ich habe ja gesagt, dass ich das so alle 5 bis 10 Folgen immer mal wieder einblenden werde. Deswegen war eben dieses kleine Intro da. Finde ich eigentlich ganz gut. Falls so Leute mal so zwischendurch mal einschalten oder so und vielleicht ein paar Folgen vergessen haben, dass sie immer mal so eine Zusammenfassung haben. Ja, wir sind wieder da. Das ist natürlich sehr glücklich und sehr erfreulich. Doch wir sind jetzt mit Jade alleine. Und wir sollen irgendwie zurück zu unseren Leuten. Ich weiß jetzt noch, wo sind diese? So I was right. I had suspected it would take more than a mere fall to put pay to the Darkspawn. Sir Hendrik? Can it really have been so many years since that fateful night, Princess? To see you alive and well, you cannot imagine how much this pleases me. But should you choose to continue to side with the Child of Darkness, you may not live for much longer. Look, I know how you feel about duty, Hendrik. How could I forget? You don't understand how important this is. Please, you have to let us go. You would ask a sworn knight of Heliodor to disobey the orders of his king? You have been away from home too long, girl. Not long enough for the years to have changed you. Still loyal to a fault. I wish it didn't have to come to this. But it has. Impressive, Princess. The spirited young girl of old has grown into quite the warrior maiden. Oh, please. I'm not a child anymore. It'll take more than a pat on the head to distract me. And what will it take to convince you that I am deadly serious? That if you stand on the side of the Darkspawn, I will have no choice but to destroy you? Yeah! Hendrik! Princess! I'm sorry. Get on. Now hold on tight. Princess, what have you become? Die Frage ist ja noch, was ist aus ihm geworden? Anscheinend ist er doch nicht so böse, wie wir glauben. Hey, ist das jetzt hier die Chance, um mal dieses Gebiet... Ah. War ja klar, dass er so ein Radius ist. Ich wollte eigentlich sagen, um das Gebiet zu erkunden, aber... Oh, look! There you both are. And in one piece, too. Just about. No thanks to Hendrik and his men.
So it was old Hendrik, was it? I thought it might be. I would have liked a wee word with the rascal, but I doubt he'd have told us much. Well, if even he's out for your blood, the forces of evil must have a stronger hold in Heliodor than ever. It wouldn't be the first time a once glorious kingdom had been brought low by monstrous powers, you know. Many years ago, a dastardly fiend destroyed an entire empire with his wicked ways. A legendary evil named Mordegon. His story is all but forgotten these days. I had to tramp halfway around the world just to learn his name. But the more I find out about him, the more I'm convinced he's the one behind all this. Dundrasil, the troubles in Heliodor, everything. Which is why you're going to have to stop him, laddie. The fate of the whole world depends on it. You're the luminary, after all. You were born to defeat the Dark One. But you'd be more than foolish to face him unprepared. He's a master of darkness, the like of which the world has never seen. Then we must make our way to Yggdrasil as soon as we can. The legends of Arborea tell of a means of fighting the darkness that can only be found there. Veronica, that must be why we're supposed to take him there, mustn't it? Here you are, laddie. It's yours at last. You'll be needing it if you're to make your way to the World Tree. If anyone can get this old stick to show us the way, it's you. Lead on, Luminary. Und wir haben unseren kleinen Zweig wieder. Well, can you see anything? Don't tell me it's a dud! If that Noah sent us in a wild goose chase, I'll throttle him! He could have told us it didn't work before we wasted a zillion hours chasing it halfway across the world. Now, let's not jump to conclusions. Why don't Jade and I join you, and we'll see if we can't make our way a bit closer to Yggdrasil and try again. We'll not give yous any bother, I promise. Ich würde mal sagen, da ist unsere Truppe ja schon fast vollständig, oder? Fehlt ja nichts mehr. Niemand mehr. Okay. Verschiedenes. Gut, die ist Stufe 23. Also wir wären blöd, wenn wir... nicht tauschen würden. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher, ne? Was er so für Zaubersachen hat. Aber lass uns mal nochmal hier ein bisschen die Ruinen erkunden. Ach guck mal, da ist auch so eine Zielscheibe. Kann ich sicher, ob wir hier alle schon mal erkundet haben. Anscheinend ja noch nicht. Oh, da ist irgendwas, was wir mitnehmen können. Schon wieder magische Tierhaut.
guck mal, hier können wir was finden. Eine Mini-Medaille. Aber ansonsten würde ich sagen, ist ja nichts. Weil in die Häuser kommt man ja nicht so rein. Da ist dieser lustige kleine Schleim, der uns helfen will. Eigentlich könnte man da oben rauf und dann noch rausgucken. Drachenhaut. Oder ist ja schon wieder dieses Ziel? Okay, gehen wir mal wieder zurück. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Istanbul nochmal. Da sind wir relativ fix aufgebrochen. Huh? Hey, the branch, it's... Oh, darlings, did you see it? It was so pretty. A sort of platform floating in the sky, and 6 coloured orbs. Oh, I think I understand. We need to find the orbs and take them to the platform, and then the path to Yggdrasil will appear. Maybe trekking halfway around the world to find that branch wasn't such a waste of time after all. And we've already got one of the orbs we need, too. I knew swiping this thing from the castle was the best idea I ever had. I had my own plans for it. But this is way more important. It's yours now. Just don't lose it, okay? Our prize from the tournament. Lucky we didn't sell it in the end, eh? Aye. And there I was, all set to swap it for a few piffling trinkets for the road. It's yours now, though, laddie. Now, it looked like that platform we saw was located right under Yggdrasil. That means it must be somewhere deep inside the first forest. So, we know where we have to go. We just need to find the other 4 orbs first. But where in the world would we even begin to look? Orbs, orbs. Oh, I do remember a fairy tale about a giant pearl sinking to the bottom of the ocean. Can't remember the details, though. Well, if we don't have any real clues, I guess we'll just have to head out into the world and find some. You're not wrong there. In which case, let's head for Puerto Valor. We can get out into the open ocean from there. A fairly straightforward voyage, if you ask me. And you'll be pleased to hear that I'm friends with Don Rodrigo, the big man over that way. I'm sure he'll open the sea gates for us. Right then, let's get moving, shall we? The sooner we get our hands on those orbs, the sooner we can make our way up to Yggdrasil.
Ah, der plant doch schon wieder was. Okay, da sehe ich auf jeden Fall eine Schatzkiste. Die werden wir uns auf jeden Fall mal holen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir noch ein paar Level... Guck mal, da ist wieder so eine Tür. Na toll. Die müssen wir auch irgendwie noch aufkriegen. Also, Plan. Zurück nach Istanbul, würde ich sagen. Dann unterwegs noch ein bisschen trainieren, um mit Jade und den Bodo auf ein Level zu bekommen. Ja, und dann war's das eigentlich auch, oder? Großen und Ganzen. Und dann müssen wir halt nach diesem Porto Valor. Auf jeden Fall nach dem Plan. Gut, dann laufen wir mal zurück nach Istanbul. Wir haben ja hier kein Pony. Obwohl, doch haben wir. Und sogar eine Kuh. Gut, dann lass uns mal zurückreiten. Komm hier, das ist schon mehr als verdächtig hier. Das oder so eine Scheibe. Wie muss man noch da hochkommen? Da oben ist so eine Leiter. Okay, ich habe was gesehen. Und er springt einfach nicht. Er fällt einfach runter. Und das jetzt so ein Mimik ist, ne? Räuberklinge. Okay, wesentlich schlechter. Okay. Warum nicht? Wollten wir hier nicht... Die gehen ja, genau. Aber wer kann denn bitte schön... Ach, das ist auch schlecht. Wir haben doch diesen einen Gegenstand.
Ich würde sagen, wir reiten nur zurück. Einfach nur meine Hoffnung, dass wir in Zwistern wohl bessere Ausrüstung kaufen können. Für die beiden neuen. Hinten waren wir auch noch nicht, da haben wir auch noch nichts nachgeguckt, ne? Das ist eigentlich auch nichts Großartiges. So ein leeres Plateau. Von hier kommen wir doch. So, hier sind wir wieder. Da haben wir hier noch nicht alles abgeguckt, ne? Zum Beispiel, was ist denn hier oben? Oberes Zwisternpool. Okay, hier ist so eine Bar. Wer steht nicht auf Ulala? Genau, wir zeigen mal keine falsche Bescheidenheit und deswegen, wenn es euch gefallen hat, dauert das, aber das entscheidet die nächste Folge ein. Bis dann!